Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr seht, wir sind wieder in der Stadt, da ganz hinten, da steht auch schon der Christoph und ich habe mir gedacht, ich nehme euch gleich wieder mal mit auf eine Runde durch die Stadt und zeige euch, was wir gerne machen möchten, was wir schon ein bisschen angerissen haben und ja, übrigens für die, die es auf Instagram noch nicht gesehen haben, meine neuen Ohrringe, Lego-Ohrringe. Passend natürlich zum Armband habe ich mir gedacht, ich meine, ganz klar, da braucht man auch passende Ohrringe. Also falls ihr möchtet, könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbeischauen, dann seid ihr immer up to date. Genau. Und ich würde mal sagen, wir starten mit einem Großprojekt vom Christoph. Der möchte natürlich immer alles mit Zügen machen. Ihr kennt ihn schon. Und er hat jetzt begonnen, dass er die Schienen weiter verlegt und auch die Schienen reinigt. Ach, liebe Freunde, schönen guten Abend. Es ist bei uns schon mitten in der Nacht, aber das bringt uns natürlich nicht aus der Ruhe. Wir haben noch einiges zu tun heute und werden, ich schätze mal, noch bis die Sonne aufgeht, ein bisschen hier weiterbauen. Rita hat das schon sehr gut angedeutet. Ich beschäftige mich wieder mal mit einem der tollsten Lego-Dinge, die es gibt, nämlich Eisenbahnen. Wir haben auch wieder eine neue gekauft, die zeigen wir euch sicher demnächst mal. Ich glaube. Und ja, ich habe mich jetzt in den letzten Stunden damit beschäftigt, wie denn ein gutes Eisenbahnlayout in unserer Stadt aussehen könnte. Zuerst habe ich mir gedacht, wir bauen mal hier bei dieser angefangenen, aber nie zu Ende gebauten Monorail-Strecke weiter. Moment. Aber das ist schon natürlich mit etwas mehr Aufwand verbunden und ich habe mir gedacht, das machen wir vielleicht dann lieber erstmal, wenn so gut wie alle Gebäude mal fix stehen, wo sie stehen sollen, denn wenn man dann wieder was umstellt, dann ist das mit der Monorail viel Aufwand. Auf der anderen Seite gibt es hier natürlich diese tolle 9-Volt-Anlage, die jetzt mal endlich ihre Runden drehen soll und da habe ich mir gedacht, das muss jetzt sein und zwar heute noch. Vielleicht habt ihr das Video ja schon gesehen, wo wir diese, ich glaube, ungefähr 1 Dutzend Züge in Bewegung gebracht haben. Nicht das Zugrennen, sondern ein paar Videos davor. Da sind die Züge hier so elegant über den Stadtplatz hinweg gefahren, haben dann hier eine Rechtskurve gemacht und sind dann hier hinten irgendwo im Layout verschwunden. Da haben wir hier so durch. Da haben wir nur provisorisch eine Strecke gelegt, die dann aber nichts mehr war, sozusagen. Ja, und also, wo geht die Strecke jetzt hin? Das ist jetzt, die Frage. Ja, wir machen den Spannungsbogen wirklich, den strapazieren wir jetzt schon sehr. Ich gehe mal einmal rundherum. Es ist ja fast wie bei manchen Fernsehsendungen hier, aber nein, wir machen das natürlich nicht so. Dann werde ich euch das zeigen. Wir zeigen euch das natürlich. So, ich bin jetzt hier hinten und zeige euch das. Und zwar macht dieser tolle 4563 hier dann später, wenn er mal unterwegs ist und hier von der roten Rakete verfolgt wird. Seht ihr, Rita ist auch schon ganz begeistert, wenn endlich die Züge fahren werden. Er wird dann später hier mal eine Rechtskurve machen. Und zwar ist die Rechtskurve jetzt hier ziemlich knapp an der Tischkante. Hier werden wir aber diese 10 cm, glaube ich, noch irgendwie überbrücken mit einer Platte, dass das nicht ganz so knapp ist. Und dann seht ihr schon, der Zug macht dann nicht nochmal eine Rechtskurve, sondern er geht geradeaus. Dazu haben wir ein paar Häuser hier umgestellt in unserem Wohnviertel, da sind wir auch noch dabei, wenn ihr schaut, hier ist noch nicht alles so positioniert, wie es mal gehört, aber wir haben ein paar kleinere Häuser hier in dieser Zeile positioniert und dafür einige größere einen Block nach innen und das hat zum Endeffekt gehabt, dass wir hier Platz haben für genau eine Reihe Bahngleise. Und zwar gehen die dann hier nach hinten und schwenken erst wieder nach rechts, wenn es zum Vergnügungspark geht. Und verlaufen dann parallel. Und dann verlaufen sie parallel zum Hogwarts Express und zum Disney Train. Und wenn ihr hier mit mir nach links schaut, ich bin jetzt bereits so weit, wie dort drüben dieses letzte Loch ist, wo man so hineinsteigen kann.
Und da plane ich Großes, liebe Freunde. Rita hat mich zuerst schon etwas skeptisch angesehen, da ich ihre Gleise vom Disney Train etwas bearbeiten musste. Aber wir müssen ja irgendwie schaffen, dass wir diesen Gleisanschluss dort vorne irgendwie mit dem Zugdepot hinten im Eck verbinden. Und dann haben wir natürlich auch noch Schienen hier im Berg, was natürlich auch noch verbunden gehört. Was sagst du dazu, Rita? Ist das nicht toll? Es ist wunderbar. Ich muss sagen, wunderbar. Es ist wunderbar, natürlich. Was sonst? Wenn es um Züge geht, immer. Aber jetzt hat doch der Christoph schon wieder so viel gequatscht. Ich muss mir jetzt dann echt was überlegen, wie ich das irgendwie ändern kann. Aber gut, ich habe die Kamera wieder an mich gerissen und jetzt seid ihr bei mir dabei. Ich habe nämlich jetzt ein paar Sachen schon geplant, nämlich unter anderem, da euch ja unser Shopping Center so gut gefallen hat, unser Mock, habe ich mir gedacht, ich werde euch jetzt dann auch bald unser erstes Mock vorstellen, das wir jemals gebaut haben. Mit dem Haus hat es angefangen, das war der Beginn allen Übels oder auch allen Gutens, wer weiß. Das ist das Haus, in dem Christoph quasi groß geworden ist. Und wir haben dann auch noch ein zweites Haus gebaut, unser zweites Mock, das wir jemals gebaut haben. Und das ist folgendes hier, wie ihr euch schon denken könnt. Ja, genau, in dem Haus bin ich groß geworden. Und ich habe mir gedacht, wenn euch das interessiert, würde ich gern da ein Video drüber machen, denn es ist auch innen sehr schön eingerichtet. Also vielleicht, wenn es euch interessiert, schreibt in den Kommentaren drunter, welches ihr gerne sehen möchtet, ob ihr es gerne sehen möchtet. Wir freuen uns. Und jetzt komme ich noch zu einem weiteren Aspekt, den wir letztens auch in dem Städtestream angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, mit Alf, mit Ben Briggs, mit Bob Brickman, Stein auf Stein und Brick-Nico. Da haben wir über all die wichtigen Sachen des Städtebauens gesprochen und unter anderem ist es natürlich auch wichtig, dass wir viele Figuren in der Stadt haben und mit dem habe ich mich gerade beschäftigt, denn wir haben zum Beispiel diesen super Sightseeing-Bus hier, der jedoch in der Originalversion nicht wahnsinnig viele Figuren drinnen hatte. Und bisher hatten wir wirklich nur den Fahrer hier vorne drinnen sitzen. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie ein bisschen besser hier zeigen kann. So, genau. Also, hier seht ihr eben unseren Sightseeing-Bus. Ihr seht auch schon, wir haben da verschiedene Tüten mit Figuren drinnen. Wir haben auch eigene, wo nur Kappen, Helme, Frisuren drinnen sind, um auch wirklich nette Figuren da zusammenzustellen. Hier ein paar, die was... schaut aus, als wäre die Dame vom Bus überfahren worden. Hier ein paar Figuren, die ich nicht ausgewählt habe, sondern ich habe mich für diese hier entschieden. Vielleicht sieht man auch gegen das Licht hier, da sind auch einige Figuren drinnen, genau. Und ich finde das dann immer super, wenn einfach die Stadt belebt wird mit diesen Minifiguren. Dieser Sightseeing-Bus wird dann vorne beim Hauptplatz vorbeifahren, auch beim Rathaus. Und da seht ihr schon, die Leute schauen in alle Richtungen. Wir haben auch vorne eine Dame, die offensichtlich irgendein Guide ist, weil sie da so eine Art Mikrofon im Gesicht hat. Genau. Und die quatscht da wahrscheinlich gerade irgendwas Supernes über unseren Stadtplatz. Busfahrer habe ich schon erwähnt. Und dann kann man eben hier das herunternehmen und sieht auch noch hinein, wo auch noch ein paar Leute drinnen sitzen, gerade einen Kaffee trinken und die Stadt genießen. Genau. Macht doch die Stadt gleich um einiges netter hier. So, ihr seht. Nein, das darfst du noch nicht sehen. Das wird dann das Video vom nächsten Mal. Dann schauen wir natürlich nicht hin.
Das wollen wir dann natürlich nicht zeigen und sind schon gespannt auf das nächste Video. Ich bin auch wirklich gespannt, was das jetzt genau sein soll, aber wir werden es sicher bald erfahren. Also ich und ihr hoffentlich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Genau. In dem Sinne, wir freuen uns wieder auf euch. Wir freuen uns auch über die lieben Kommentare. Ich werde mich jetzt dann auch in Richtung Vergnügungspark wieder aufmachen und meine Blumen etwas aufstellen. Ihr habt mir da ja super Kommentare drunter geschrieben bei meinem Vergnügungspark Deko Blumenvideo. Und diese Kommentare und die Tipps werde ich jetzt in die Tat umsetzen und melde mich, sobald es wieder Neuigkeiten gibt. In dem Sinne, bis bald. Auch von Christoph. Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.